Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid für eine neue Lerneinheit mit uns. Ja, und bevor wir richtig loslegen, erstmal ein riesiges Lob an euch alle. Oh ja. Ihr habt die ersten 60 Tage, also das komplette A2-Niveau, geschafft. Wahnsinn. Wir sind jetzt mitten im B1-Niveau und das ist wirklich ein fantastischer Fortschritt. Absolut. Herzlichen Glückwunsch von uns. Und heute, an Tag 104, tauchen wir in ein Thema ein, das uns alle sehr persönlich betrifft. Kultur und Identität. Es geht so um die Fragen, wo kommen wir eigentlich her? Was macht uns aus? Und wie finden wir unseren Platz in der Welt? Das sind ja riesige Fragen. Um die im Alltag ein bisschen greifbarer zu machen, haben wir 15 Schlüsselwörter für euch vorbereitet. Aber wir machen es heute mal ein bisschen anders als nur eine Vokabelliste, oder? Ja, genau. Wir dachten uns, wir entdecken die Wörter anhand einer kleinen Geschichte. Ach, super. Die Geschichte von Anna, die in eine neue Stadt zieht. Sie wird uns quasi durch die heutige Lektion begleiten. Das ist eine tolle Idee. So werden die Wörter viel lebendiger und bekommen direkt einen Kontext. Eben. Und wie immer gibt es zu unserer heutigen Lerneinheit auch ein separates Video. Richtig. Da gibt es dann Fragen und Antworten zu der Mini-Geschichte, die am Ende kommt. Das ist wirklich das perfekte Training für euer Hörverstehen. Den Link dazu packen wir euch natürlich wie immer in die Beschreibung. Und denkt an unsere Lieblingsmethode, das Shadowing. Unbedingt. Sprecht die Sätze und die Wörter, die ihr hört, einfach laut mit. Traut euch wirklich. Es ist die effektivste Methode, um die Aussprache zu verbessern und die Sprache ins Gefühl zu bekommen. Genau. Und bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Am Ende erzählen wir Annas Geschichte nämlich noch einmal komplett am Stück. Dann könnt ihr überprüfen, wie all die Wörter, die wir heute besprechen, in einem natürlichen Kontext zusammenpassen. Okay, super. Dann starten wir doch mal mit Anna. Also, stell dir vor, sie kommt in dieser neuen großen Stadt an. Alles ist fremd. Woran denkt sie da wohl als erstes? Wahrscheinlich an ihr Zuhause, an den Ort, wo sie herkommt. Genau, an ihre Herkunft. Das ist ein perfekter Einstieg. Also das erste Wort, die Herkunft. Die deutsche Erklärung dafür ist, der soziale oder geografische Ort, von dem man kommt. Man könnte auch sagen, der Ursprung. Und auf Englisch? Auf Englisch sagt man Origin. Aber das Wort ist ja oft so viel mehr als nur ein Ort auf der Landkarte, findest du nicht? Ja, absolut. Wenn jemand fragt, was ist deine Herkunft, dann ist das eine viel tiefere Frage als nur, woher kommst du? Stimmt. Es kann die Familie meinen, die Kultur, in der man aufgewachsen ist, vielleicht sogar die soziale Schicht. Genau. Ein Satz wie, sie spricht oft über ihre Herkunft, bedeutet ja, sie erzählt von den Wurzeln, die sie geformt haben. Das ist sehr persönlich. Ja. In Deutschland ist es ja auch oft so, dass man diese Frage nicht sofort als allererstes stellt, weil sie eben so viel mehr berührt als nur die Geografie. Das stimmt. Für Anna in unserer Geschichte ist ihre Herkunft also die Quelle ihrer ersten Erinnerungen und auch ihrer Werte. Und wenn Anna an ihre Herkunft denkt, dann denkt sie bestimmt auch an ganz bestimmte Traditionen. Ja. Das bringt uns direkt zum nächsten Wort. Es ist der Brauch. Der Brauch, genau. Ein Brauch ist eine kulturelle Tradition oder eine feste Gewohnheit, die oft über Generationen weitergegeben wird. Die englische Übersetzung ist Custom. Richtig, Custom. Ein sehr formeller Beispielsatz wäre, wir pflegen diesen alten Brauch. Aber das klingt ein bisschen Steif, ja. Lass uns das mal lebendiger machen. Was wäre denn so ein typisch deutscher Brauch? Oh, da gibt es viele. Denk zum Beispiel an den Brauch, in vielen Dörfern am 1. Mai einen Maibaum aufzustellen. Ah ja. Das ist ja nicht nur das Aufstellen eines Baumes. Es ist ein riesiges Fest, ein soziales Ereignis, bei dem die ganze Dorfgemeinschaft zusammenkommt. Das ist die Pflege eines Brauchs. Okay, das ist ein großes Beispiel. Ja, oder im Kleinen. In Annas Familie ist es vielleicht der Brauch, jeden Sonntag zusammen Kuchen zu essen. Ach, das ist ein schönes Beispiel. Dieser Sonntagskuchen gibt dir ein Gefühl von Stabilität und Gemeinschaft. Genau. Und genau dieses Gefühl fehlt dir jetzt in der neuen Stadt. Das führt uns zu einem sehr emotionalen Wort. Die Zugehörigkeit. Ja, die Zugehörigkeit, das beschreibt das Gefühl, ein akzeptierter Teil einer Familie, einer Gruppe oder der Gesellschaft zu sein. Auf Englisch würde man belonging sagen. Der Satz, Zugehörigkeit ist ein Grundbedürfnis, klingt vielleicht etwas psychologisch. Aber er ist so wahr. Wir alle wollen doch das Gefühl haben, irgendwo dazuzugehören. Absolut. Für Anna ist das gerade die größte Herausforderung. Sie sucht nach diesem Gefühl der Zugehörigkeit. Und dieses Gefühl kann man an vielen Orten finden.
Im Freundeskreis, im Sportverein, bei der Arbeit. Es ist dieser Moment, in dem man merkt, hier bin ich richtig, hier werde ich verstanden, hier kann ich sein, wie ich bin. Die Suche danach ist oft anstrengend, aber es ist eine der schönsten Erfahrungen, wenn man dieses Gefühl dann findet. Das stimmt. Okay, von diesen sehr persönlichen Gefühlen wie Herkunft und Zugehörigkeit gehen wir jetzt mal eine Ebene höher. Zu den Ideen in unserem Kopf. Die Art, wie wir die Welt sehen, wird ja stark von unserer Kultur geformt. Ja, und das passende Wort dafür ist die Weltanschauung. Die Weltanschauung. Das ist ein großes Wort. Ja, das klingt erstmal kompliziert, aber es beschreibt eigentlich nur die persönliche Art, wie man die Welt, das Leben und Werte interpretiert. Die englische Übersetzung ist Worldview, richtig? Genau, Worldview. Man kann sagen, es ist quasi die Brille, durch die wir die Welt betrachten. Das ist ein gutes Bild. Und jeder hat eine etwas andere Brille. Ein Satz wie: Seine Weltanschauung ist sehr modern, bedeutet also, dass seine Werte und Ideen sehr fortschrittlich sind. Richtig. Und Anna trifft in der neuen Stadt jetzt auf viele Menschen mit einer völlig anderen Weltanschauung als ihrer eigenen. Das kann faszinierend, aber auch verwirrend sein. Ja, klar. Und genau das ist das Spannende daran. Es geht nicht darum, wessen Weltanschauung richtig ist. Es geht darum, die Vielfalt anzuerkennen und den eigenen Horizont zu erweitern. Wenn man offen für andere Perspektiven ist, lernt man nicht nur etwas über die Welt, sondern vor allem auch über sich selbst. Absolut. So, und in dieser neuen, verwirrenden Situation sucht Anna nach Orientierung. Sie braucht jemanden, zu dem sie aufschauen kann. Sie sucht ein Vorbild. Das Vorbild, das ist eine Person, die man bewundert und deren Verhalten man als positives Beispiel sieht. Auf Englisch nennt man das Role Model. Ein sehr persönlicher Satz ist: Mein Großvater war immer mein Vorbild. Aber ein Vorbild muss ja nicht aus der Familie kommen. Nein, überhaupt nicht. Es kann ein Lehrer sein, eine Sportlerin, eine Wissenschaftlerin oder, wie in Annas Fall, vielleicht ihre neue Chefin. Genau, jemand, der ihr zeigt, wie man in dieser neuen Welt erfolgreich und glücklich sein kann. Richtig. Vorbilder geben uns eine Richtung vor. Sie zeigen uns durch ihr Handeln, welche Werte wichtig sein können. Mut, Ehrlichkeit, Engagement. Das stimmt. Es ist eine gute Übung, sich mal selbst zu fragen: Wer sind meine Vorbilder und warum? Die Antwort sagt oft viel über die eigene Weltanschauung und die eigenen Wünsche aus. Ja, finde ich auch. So, das war unser erster Block. 5 Substantive, die sozusagen das Fundament von Identität bilden. Genau. Und jetzt kommen wir zu den aktiven Verben. Also, wie beeinflusst uns Kultur und wie gehen wir mit ihr um? Das erste Verb beschreibt einen sehr starken Einfluss. Prägen. Prägen. Das bedeutet, jemanden oder etwas stark zu beeinflussen und zu formen. Die englische Übersetzung ist to shape. Und die Perfektform? Die ist ganz regelmäßig, hat geprägt. Okay. Der Satz: Die Kultur prägt den Menschen, bedeutet also, dass unsere Umgebung unseren Charakter formt. Genau. Für Anna ist das gerade ein aktiver Prozess. Die neue Stadt, die neuen Leute, die neuen Erfahrungen, all das beginnt sie zu prägen. Richtig. Man kann zum Beispiel auch sagen, meine Zeit im Ausland hat mich sehr geprägt. Ah ja. Das drückt aus, dass eine Erfahrung so intensiv war, dass sie die Persönlichkeit nachhaltig verändert hat. Unsere Herkunft prägt uns, aber auch jede neue Erfahrung prägt uns weiter. Das ist ein lebenslanger Prozess. Das stimmt. Während Anna also von all dem Neuen geprägt wird, möchte sie gleichzeitig etwas von ihrer alten Identität nicht verlieren. Klar? Sie möchte ihre Traditionen bewahren. Bewahren. Ein sehr wichtiges Verb. Es bedeutet, etwas Gutes oder Wertvolles zu erhalten und zu schützen, damit es nicht verloren geht. Auf Englisch sagt man to preserve. Und das Perfekt? Die Perfektform ist hat bewahrt. Man kann ja vieles bewahren. Der Beispielsatz, wir müssen unsere Sprache bewahren, zeigt, wie wichtig das auf einer großen gesellschaftlichen Ebene ist. Absolut. Sprache ist ein riesiger Teil der Kultur. Aber für Anna ist es etwas Kleineres, Persönlicheres. Sie möchte den Brauch des wöchentlichen Kochens mit Freunden bewahren. Das ist ihr Stück Heimat in der Fremde. Das ist ein wunderschönes Beispiel. Es zeigt, dass Bewahren eine aktive Handlung ist. Man tut etwas, um etwas Wertvolles zu schützen. Man kann alte Gebäude bewahren, die Natur bewahren oder wie meine Oma, die alten Familienrezepte bewahrt hat. Oh ja. Es schlägt eine Brücke von der Vergangenheit in die Zukunft. Vom Bewahren des Alten zum Umgang mit dem Neuen. Das ist für Anna der nächste große Schritt,
Sie muss sich integrieren. Ja. Das klingt immer so aktiv und positiv, aber ist es nicht auch manchmal eine riesige Herausforderung? Absolut, das ist ein wichtiger Punkt. Schauen wir uns das Wort mal an. Integrieren. Okay. Es bedeutet, sich selbst oder eine andere Person in eine neue Gruppe oder Gesellschaft aufzunehmen. Auf Englisch to integrate. Und die Perfektform ist hat integriert. Genau. Und wie du sagst, der Satz, es ist wichtig, sich zu integrieren, ist leicht gesagt, aber oft schwer getan. Eben. Es ist ja auch ein reflexives Verb, sich integrieren. Man muss also selbst aktiv werden. Richtig. Anna kann nicht warten, bis jemand an ihre Tür klopft. Sie muss rausgehen, Leute kennenlernen, Teil der Gemeinschaft werden wollen. Das stimmt. Aber, und das ist entscheidend, Integration ist immer ein zweiseitiger Prozess. Ah ja. Anna muss offen sein, aber die Gesellschaft muss sie auch willkommen heißen. Sich integrieren bedeutet ja nicht, die eigene Identität aufzugeben und alles von der Herkunft zu vergessen. Nein. Es ist eher ein Balanceakt. Neues annehmen, ohne Altes zu verlieren. Das ist sehr gut erklärt. So, während Anna sich integriert, entdeckt sie auf einem Stadtfest viele bunte Lichter und Flaggen. Jede davon steht für etwas. Sie lernt das Verb symbolisieren. Symbolisieren. Das bedeutet, als ein Zeichen oder als Sinnbild für etwas anderes zu stehen. Auf Englisch to symbolize und die Perfektform? Die lautet hat symbolisiert. Okay, ein klassisches Beispiel ist ja, die weiße Taube symbolisiert den Frieden. Genau. Ein konkretes Ding steht für eine abstrakte Idee. Für Anna auf dem Stadtfest symbolisieren die vielen bunten Lichter die Vielfalt und die Lebendigkeit ihrer neuen Stadt. Das ist ein schönes Bild. Oder ein Ring am Finger kann die Ehe symbolisieren. Wir sind im Alltag ständig von Symbolen umgeben, oft ohne groß darüber nachzudenken. Das stimmt. Flaggen, Logos, religiöse Zeichen. Genau. Das Verb symbolisieren hilft uns, über diese tiefere Bedeutungsebene zu sprechen. Anna lernt all diese neuen Dinge kennen und fängt langsam an, diese Vielfalt zu mögen. Sie lernt, ihre neue Umgebung zu schätzen. Schätzen, ein wunderbares Verb mit mehreren Bedeutungen. Aber hier meinen wir, etwas oder jemanden als wertvoll ansehen und respektieren. Man kann auch wertschätzen sagen. Richtig, das ist synonym. Auf Englisch wäre das to appreciate. Und die Perfektform ist hat geschätzt. Ein starker Satz dazu ist, ich schätze die Freiheit in diesem Land. Ja. Man drückt damit aus, dass einem etwas sehr wichtig ist und man dankbar dafür ist. Anna lernt also, die neuen Einflüsse und die Offenheit der Menschen zu schätzen. Und man kann so viele Dinge schätzen. Die Hilfe eines Freundes, die Schönheit der Natur, eine ehrliche Meinung. Es ist ein Ausdruck von Dankbarkeit und Respekt. Wenn dir jemand sagt, ich schätze deine Arbeit, ist das ein viel größeres Kompliment als nur gut gemacht. Es hat mehr Tiefe. Das stimmt. Das waren unsere 5 Verben. Und bevor wir zum letzten Block mit Adjektiven kommen, eine kurze Nachricht an euch. Wenn euch unser tägliches Lernformat hilft, die deutsche Sprache besser zu verstehen und in den Alltag zu integrieren, dann abonniert gern den Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. So bleibt ihr jeden Tag im Lernfluss und unterstützt gleichzeitig unsere Arbeit. Vielen Dank dafür. So, und jetzt machen wir weiter mit dem letzten Block. 5 Adjektive, die eine offene Gesellschaft beschreiben. Genau. Als Anna das Stadtfest erlebt, denkt sie, dieses Erlebnis ist absolut einzigartig. Einzigartig. Ein sehr positives Adjektiv. Es bedeutet, dass etwas besonders ist und es das so nur ein einziges Mal gibt. Auf Englisch unique. Jede Kultur ist einzigartig, jeder Mensch ist einzigartig. Wenn Anna sagt, das Fest war einzigartig, dann meint sie, es war unvergleichlich und besonders. Richtig. Es ist ein starkes Wort, viel stärker als nur schön oder interessant. Man kann es für Erlebnisse, Orte, Kunstwerke oder auch für Menschen und ihre Ideen verwenden. Wenn du zu jemandem sagst, dein Stil ist wirklich einzigartig, dann ist das ein großes Kompliment für seine Originalität. Langsam, aber sicher verändert sich Annas Gefühl in der neuen Stadt. Was am Anfang fremd und vielleicht auch beängstigend war, wird langsam vertraut. Vertraut. Ein sehr warmes und schönes Wort, finde ich. Es beschreibt etwas, das bekannt ist und bei dem man sich sicher und wohl fühlt. Die englische Übersetzung ist familiar. Genau, familiar. Ein schöner Beispielsatz ist, diese Umgebung wirkt sehr vertraut. Das kann ein Geruch sein, ein Lied, ein Weg. Ja,
Für Anna werden die Straßen ihrer Nachbarschaft, das Gesicht des Bäckers, die Geräusche der Stadt langsam vertraut. Ja, und das Gegenteil ist fremd. Das ist ein schöner Prozess, den jeder erlebt, der umzieht. Wie aus etwas Fremdem langsam etwas Vertrautes wird. Absolut. Dieser Moment, wenn man zum ersten Mal ohne nachzudenken den richtigen Weg nach Hause findet, das ist der Moment, in dem die Umgebung vertraut wird. Das stimmt. Anna findet ja Anschluss in einer internationalen Kochgruppe. Und eine wichtige Regel dort ist, jeder ist willkommen. Die Gruppe ist sehr tolerant. Tolerant? Eine extrem wichtige Eigenschaft für das Zusammenleben. Es bedeutet, offen und respektvoll gegenüber anderen Menschen, Meinungen und Lebensweisen zu sein. Auf Englisch sagt man auch Tolerance. Unser Beispielsatz ist heute wichtiger denn je. Wir brauchen eine tolerante Gesellschaft. Auf jeden Fall. Aber was heißt das eigentlich genau? Heißt das, ich muss alles gut finden? Nein, das ist der entscheidende Punkt. Toleranz bedeutet nicht, allem zuzustimmen. Es bedeutet, zu akzeptieren und zu respektieren, dass andere Menschen anders leben, anders glauben und andere Meinungen haben dürfen, solange sie niemandem schaden. Okay, das ist eine aktive Haltung des Respekts, keine passive Gleichgültigkeit. Das ist eine super Erklärung. Und in dieser toleranten Gruppe entsteht schnell eine positive Dynamik. Man hilft sich, man respektiert sich. Das nächste Adjektiv beschreibt diese Wechselseitigkeit. Gegenseitig. Gegenseitig. Das bedeutet, dass etwas für beide Seiten gilt. Es ist wechselseitig. Im Englischen würde man mutual sagen. Man kann es nicht alleine sein, richtig? Genau. Der Satz, wir brauchen gegenseitiges Vertrauen, zeigt das perfekt. Vertrauen kann nicht nur von einer Seite kommen. Es muss von beiden Seiten da sein. Das Gleiche gilt für Respekt oder Hilfe. Richtig. Man spricht oft von gegenseitigem Respekt, gegenseitiger Unterstützung oder auch gegenseitigem Verständnis. Okay. Es beschreibt immer eine Beziehung zwischen zwei oder mehr Personen, bei der die Handlung oder das Gefühl in beide Richtungen fließt. Es ist die Basis für jede funktionierende Gemeinschaft. Von der Freundschaft bis zur internationalen Politik. So ist es. Und das letzte Wort für heute beschreibt die ganze Stadt, in der Anna jetzt lebt und auch die Haltung, die sie selbst entwickelt. Die Stadt ist weltoffen. Weltoffen. Ein wunderbares Wort. Es bedeutet, interessiert an anderen Ländern, Kulturen und Menschen aus der ganzen Welt zu sein. Die englische Übersetzung ist cosmopolitan. Man sagt das ja oft über große Städte wie Berlin oder Hamburg. Die Stadt ist sehr weltoffen. Ja, genau. Das bedeutet, es leben viele verschiedene Kulturen friedlich zusammen und neue Einflüsse sind willkommen. Und eine weltoffene Person ist neugierig, nicht ängstlich gegenüber dem Fremden. Es ist eine Haltung, die hilft, Vorurteile abzubauen und sich leichter zu integrieren. Es ist also die Einstellung, die Welt als einen Ort voller interessanter Menschen und Möglichkeiten zu sehen. Genau. Für Anna ist diese weltoffene Atmosphäre der Stadt der Schlüssel, um sich am Ende zu Hause zu fühlen. Ein perfektes Schlusswort für unseren Vokabelteil. Das waren unsere 15 Wörter. Und jetzt, wie versprochen, kommt die komplette Geschichte von Anna. Genau, hört jetzt gut zu. Ich erzähle euch jetzt eine zusammenhängende Geschichte, in der alle 15 neuen Wörter vorkommen. Versucht sie zu erkennen und die Geschichte als Ganzes zu verstehen. Los geht's. Anna zieht für ihren neuen Job in eine große, weltoffene Stadt. Am Anfang denkt sie oft an ihre Herkunft und das Dorf, in dem sie aufgewachsen ist. Sie möchte einen alten Brauch von zu Hause bewahren, das wöchentliche Kochen mit Freunden. In den ersten Wochen fühlt sie sich oft einsam und vermisst das Gefühl der Zugehörigkeit. Ihre neue Stadt ist sehr international und die vielen neuen Eindrücke beginnen Anna zu prägen. Ihre Chefin, eine sehr engagierte Frau, wird schnell zu ihrem Vorbild. Sie hat eine sehr interessante Weltanschauung und ermutigt Anna, neugierig zu bleiben. Anna versucht aktiv, sich zu integrieren und findet online eine internationale Kochgruppe. Die Gruppe ist sehr tolerant gegenüber allen Rezepten und Kulturen. Schnell entwickelt sich gegenseitig Respekt und eine tolle Freundschaft. Anna lernt, die neuen Einflüsse und die Vielfalt der Gerichte zu schätzen. Eines Abends besucht die Gruppe zusammen ein Stadtfest. Die bunten Lichter symbolisieren für Anna die Vielfalt der Stadt. Das ganze Erlebnis ist absolut einzigartig. Langsam, aber sicher fühlt sich die neue Umgebung nicht mehr fremd, sondern vertraut an. Sie merkt, dass sie hier eine neue Heimat finden kann. Super. Vielen Dank für diese schöne, runde Geschichte. Man konnte Annas Entwicklung richtig gut mitfühlen. Gern geschehen.
Und an euch da draußen. Wie viele der 15 Wörter habt ihr wiedererkannt? Ich hoffe, es hat euch geholfen, alles im Kontext zu hören. Das war eine anspruchsvolle Lektion heute. Ihr habt euch super konzentriert. Und jetzt ist der Ball bei euch. Genau. Die beste Übung ist, das Gelernte sofort anzuwenden. Schreibt doch mal 1 oder 2 eigene Beispielsätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Genau. Traut euch. Und wir sagen es gerne noch einmal. Wenn ihr keine Lerneinheit verpassen und jeden Tag im Lernfluss bleiben wollt, dann abonniert den Kanal. Wir freuen uns riesig über jeden neuen Lerner in unserer Community. Morgen geht es dann mit einem ganz anderen, aber ebenso globalen Thema weiter. Ja, wir sprechen über Umweltprobleme. Seid also wieder mit dabei. Für heute sagen wir Danke fürs Zuhören und viel Erfolg beim Lernen. Bis morgen. Ciao.